Willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal Fotofilmdesign. Mit Tutorials über das Digitalisieren von analogen Fotofilmen möchte ich euch Arbeitshilfen anbieten. In diesem Beitrag geht es um folgendes Thema. Für die Nikon-Scanner 4000 und 5000 gibt es die Streifeneinzüge SA21 und SA30. Der Unterschied dieser beiden Streifeneinzüge besteht darin, dass mit einem SA21 nur maximal bis zu 6 Bildern als ein Streifen bearbeitet werden können. Bei einem SA30 können jedoch Fotofilme bis zu einer Länge von 40 Bildern an einem Stück digitalisiert werden. Mit einem einzigen Lötpunkt, der an zwei verschiedenen Stellen auf der Platine im Streifeneinzug vom SA21 gesetzt werden kann, aktiviert man die Funktion des SA30. Preislich unterscheiden sich der SA21 zum SA30 deutlich. Beim SA30 gibt es noch eine Filmtrommel dazu, die hinten am Scanner montiert werden kann. Da jedoch der Film vorne nicht vor Staub usw. geschützt wird, ist dies in meinen Augen kein ausschlaggebender Grund, den teuren SA30 zu kaufen. Kommen wir nun dazu, wie man mit geringem Aufwand einen SA21 zum SA30 umbaut. Dafür muss der Adapter zerlegt werden. Auf der Unterseite des Gehäuses befinden sich 6 Schrauben. Im Bild gut zu sehen. Vorsichtig dreht man diese heraus, da die Schrauben nur in Plastik gedreht sind und nicht in Metall. Nun können wir das Gehäuse wie für das Reinigen öffnen und die Mechanik vorsichtig herausnehmen. Die Halterung, die für den Filmabdruck da ist, nehmen wir ab. So auch den Haltebügel dafür. Nun ist es möglich, den oberen Teil des Streifeneinzuges abzubauen, um an die Platine heranzukommen. Bevor das nun gemacht werden kann, muss noch in diesem Bereich die Filmbühne demontiert werden, um an die darunter liegenden Schrauben zu gelangen. Nun können wir im Anschluss die 8 Schrauben lösen, die den oberen Teil befestigen. Besonders vorsichtig sollte man jetzt den oberen Teil anheben, um das Flachbandkabel nicht zu beschädigen. Dieses löst man nun aus seinem Anschluss heraus. Jetzt nur noch die beiden anderen Kabel abziehen und die letzten beiden Schrauben lösen. Die Platine ist jetzt freigelegt.
Betrachten wir die Steuerplatine des SA21 im Detail. In der Übersicht sehen wir die 3 Platinen des Streifeneinzuges. Die linke Platine ist nicht verändert. Die mittlere und die rechte Platine sind zum SA30-Modell umgebaut worden. Dabei ist die rechte Platine so modifiziert, wie es von Nikon im SA30 verbaut wurde. Da die Scanner und ihr Zubehör in Massen produziert wurden, hat der Hersteller auf modulare Systeme gesetzt, die durch leichtes Verändern in unterschiedlichen Versionen verbaut werden können. Hier noch einmal die 3 Platinen im Detail. Den Unterschied zueinander kann man erkennen. Kommen wir als erstes zur zweiten Umbauversion, so wie es der Hersteller vorsieht. Alles unter eigener Verantwortung. Nur wenn man sich das zutraut, sollte man diesen Lötpunkt setzen. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass die Lötarbeiten einiges an Geschick erfordern. Der Umbau findet immer auf eigene Gefahr der Zerstörung hin. Deutlich einfacher ist die erste Umbauversion, die auch von denen durchgeführt werden kann, die sehr selten bis gar nicht mit Lötarbeiten zu tun haben. Hierzu müssen die im Bild zu sehenden Pins aneinander gebogen werden und zusätzlich verlötet werden. Deutlich einfacher als hier die Lötstelle zu setzen. Diese beiden gezeigten Bereiche auf der Platine schalten die Funktion frei, um einen Fotofilm bis zu 40 Bilder an einem Stück zu digitalisieren. Zum Schluss wird das Ganze wieder zusammengebaut. Wichtig dabei ist es, die Schrauben im Plastik nicht zu fest anzuziehen. Beim Einsetzen in die Hülle sollte man darauf achten, dass das Flachbandkabel nicht beschädigt wird. Damit ist nun der erste Test im Scanner möglich. Auf einem einfachen, kostengünstigen SA21 ist nun ein Modell des SA30 geworden. Somit müssen die Fotofilme nicht mehr in einen Sechserstreifen geschnitten werden. Das Arbeiten mit ganzen Fotofilmen bis zu 40 Bildern steht nun nichts mehr im Wege. Wichtig ist dabei, dass die verbauten Motoren nicht dafür ausgelegt sind. Durch sachliches Handhaben hat man jedoch eine gute Alternative. Der Umbau findet immer auf eigene Gefahr der Zerstörung hin. Diese Art von Umbauanleitung gibt es auch im Internet in Bild- und Textform von anderen Usern. Ich bedanke mich, dass Sie den Beitrag geschaut haben und würde mich freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren würden. Ihr Fotofilm Design